Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den staubigen Archiven des Britischen Museums, unter dem schwachen Schein einer Lampe, beugte sich einst ein Gelehrter über ein zerbrochenes Stück Ton. Was er entzifferte, veränderte unser Verständnis der antiken Welt für immer. Eine Geschichte von einer großen Flut, aufgezeichnet Jahrtausende, bevor die uns bekannte biblische Erzählung überhaupt niedergeschrieben wurde. Eine Erinnerung, die in Keilschrift gemeißelt wurde und von einer Welt erzählt, die im Wasser versank. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf einer Reise in die Stille der Zeit, an einen Ort, wo Geschichte nicht in Büchern, sondern in gebranntem Ton geschrieben steht. Unsere Geschichte beginnt nicht am Ufer eines reißenden Flusses, sondern im trockenen Staub Mesopotamiens, dem heutigen Irak. Stellen Sie sich die Mitte des 19. Jahrhunderts vor. Europäische Abenteurer und Archäologen, getrieben von den Erzählungen der Bibel und antiker griechischer Historiker, graben in den geheimnisvollen Hügeln, den sogenannten Tells, die die Landschaft prägen. Sie suchen nach den verlorenen Städten Assyriens und Babylons, nach Ninive und Nimrud. Unter der gleißenden Sonne, inmitten einer scheinbar leeren Wüste, stoßen sie auf etwas Unerwartetes. Sie finden nicht nur die Fundamente von Palästen und Tempeln, sondern ganze Räume, die bis zur Decke gefüllt sind, mit kleinen, keilförmig beschriebenen Tontafeln. Es ist die Entdeckung ganzer Bibliotheken, die seit über 2500 Jahren im Dunkeln geschlummert hatten. Die berühmteste dieser Entdeckungen war die Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal in Ninive. Hier lagerten Zehntausende von Tafeln, sorgfältig katalogisiert und geordnet. Anfangs war die Entzifferung der Keilschrift ein mühsames Puzzle, ein intellektueller Wettlauf, der die klügsten Köpfe Europas fesselte. Doch als die ersten Sätze Gestalt annahmen, wurde klar, dass diese Tafeln weit mehr als nur königliche Edikte oder Handelsverträge enthielten. Sie erzählten von Göttern und Helden, von der Erschaffung der Welt, von Magie und Medizin, von Astronomie und von einer großen Flut, die die Menschheit beinahe ausgelöscht hätte. Jeder dieser Tonfragmente ist wie ein Flüstern aus einer tiefen Vergangenheit. Wenn man sie in der Stille eines Museums betrachtet, kann man fast die Hand des Schreibers spüren, der vor Jahrtausenden den feuchten Ton mit einem Schilfrohrgriffel bearbeitete. Diese Tafeln sind keine abstrakten Texte. Sie sind physische Zeugen einer untergegangenen Welt, die durch die Arbeit der Archäologen und Philologen langsam wieder zum Sprechen gebracht wurde. Und in diesem Flüstern des Tons hörten die Gelehrten zum ersten Mal eine Geschichte, die ihnen unheimlich bekannt vorkam, aber unbestreitbar älter war als jede andere Version, die sie kannten. Unter den unzähligen Tontafeln, die aus dem Wüstensand geborgen wurden, gibt es ein Fragment, das von besonderer Bedeutung ist. Es ist nicht groß oder prunkvoll, im Gegenteil. Es ist zerbrochen und unvollständig, seine Zeilen sind teilweise verwittert. Doch was es enthält, ist von unschätzbarem Wert. Es ist bekannt als die Eridu Genesis, benannt nach der antiken sumerischen Stadt Eridu, die als die erste Stadt der Welt galt, als der Ort, an dem das Königtum vom Himmel herabkam. Diese Tafel, datiert auf etwa 1600 vor Christus, bewahrt die älteste uns bekannte Version der sumerischen Schöpfungs- und Sintflutgeschichte. Ihr fragmentarischer Zustand
verleiht ihr eine besondere Aura des Geheimnisvollen. Wir lauschen einer Geschichte, von der uns nur noch Bruchstücke erreichen. Die Erzählung beginnt mit der Erschaffung des Menschen. Die Götter, allen voran die Muttergöttin Nintu, formen die Menschheit aus Lehm, damit sie die mühsame Arbeit der Götter verrichtet, die Kanäle gräbt, die Felder bestellt und den Göttern Opfer darbringt. Die Menschen vermehren sich und die Städte, die von den Göttern gegründet wurden, wachsen. Doch mit der Zeit wird das Lärmen der Menschheit für die Götter unerträglich. Insbesondere der oberste Gott, Enlil, fühlt sich in seiner Ruhe gestört. Sein Zorn wächst und im Rat der Götter wird ein schrecklicher Beschluss gefasst. Die gesamte Menschheit soll durch eine gewaltige Flut vernichtet werden. Das Fragment schildert diesen göttlichen Ratschluss mit einer nüchternen, fast beiläufigen Grausamkeit. Die Entscheidung ist gefallen, das Schicksal der Menschen besiegelt. Doch ein Gott, Enki, der weise Herr des Süßwasserozeans und ein Freund der Menschen, ist mit diesem Plan nicht einverstanden. Er hat einen Eid geschworen, das Geheimnis zu wahren, aber sein Gewissen treibt ihn zum Handeln. An dieser entscheidenden Stelle bricht ein Teil der Tafel ab und wir werden in quälender Ungewissheit zurückgelassen. Die Eridu-Genesis ist wie ein Blick durch ein Schlüsselloch in die Anfänge der menschlichen Mythologie. Sie zeigt uns die grundlegenden Motive, die später in unzähligen Kulturen wiederkehren werden. Die göttliche Erschaffung, die Entfremdung zwischen Schöpfer und Schöpfung und die drohende Katastrophe, die alles auszulöschen verspricht. Neben den Mythen und Epen fanden die Archäologen auch Dokumente, die auf den ersten Blick wie nüchterne historische Aufzeichnungen wirken. Das bemerkenswerteste unter ihnen ist die sumerische Königsliste. Es handelt sich dabei nicht um eine einzige Tafel, sondern um eine Zusammenstellung, die in verschiedenen Kopien überliefert ist. Dieses Dokument versucht, nichts Geringeres zu tun, als die gesamte Geschichte der Zivilisation von ihrem göttlichen Ursprung an zu erfassen. Die Liste beginnt mit einer feierlichen Proklamation. Als das Königtum vom Himmel herabkam, war das Königtum in Eridu. Darauf folgt eine Aufzählung der ersten Könige und der Städte, in denen sie herrschten. Das Verblüffende an diesen ersten, den sogenannten vorsintflutlichen Herrschern, sind ihre Regierungszeiten. Alulim, der erste König von Eridu, soll 28.800 Jahre geherrscht haben. Sein Nachfolger Alalgar regierte 36.000 Jahre. Die Liste zählt 8 Könige in 5 Städten auf, die zusammen über einen Zeitraum von 243.200 Jahren herrschten. Diese Zahlen sind offensichtlich nicht wörtlich zu nehmen. Sie gehören in den Bereich des Mythos und sollen eine unvorstellbar lange Ära des Friedens und der Nähe zu den Göttern symbolisieren. Eine Art goldenes Zeitalter. Doch dann, nach der Herrschaft des letzten vorsintflutlichen Königs, Ubaratutu, folgt ein Satz, der die gesamte Geschichte in 2 Teile teilt. Ein Satz von monumentaler Bedeutung. Dann fegte die Flut über das Land. Mit dieser knappen Feststellung endet eine ganze Welt. Die Liste schweigt über die Katastrophe selbst, sie konstatiert sie nur als eine historische Tatsache, als einen fundamentalen Bruch. Unmittelbar danach fährt der Text fort: Nachdem die Flut über das Land gefegt war und das Königtum wieder vom Himmel herabkam, war das Königtum in Kisch. Die nun folgenden Könige haben deutlich kürzere, wenn auch anfangs noch übermenschlich lange Regierungszeiten. Mit der Zeit werden die Herrscherperioden immer realistischer, bis sie schließlich in den Bereich historisch nachweisbarer Könige münden.
Die Königsliste behandelt die Flut also nicht als eine reine Göttergeschichte, sondern als das zentrale historische Ereignis, das die mythische Urzeit von der tatsächlichen, menschlichen Geschichte trennt. Sie ist der Nullpunkt, nachdem alles anders war. Kehren wir zurück zur Eridogenesis, zu jenem Moment, in dem die Götter die Vernichtung der Menschheit beschlossen hatten. Ein Gott, Enki, widersetzte sich im Stillen diesem Urteil. Gebunden durch seinen Eid konnte er die Menschen nicht direkt warnen. Also ersann er eine List. Der Held unserer Geschichte, der fromme König von Shurupak, heißt Ziusudra. Sein Name bedeutet so viel wie der das Leben sah oder Leben langer Tage. Ziusudra wird als ein Mann beschrieben, der in ständiger Ehrfurcht vor den Göttern lebte, der ihre Träume und Offenbarungen zu deuten wusste. Eines Tages, als Ziusudra an einer Schilfwand betete, sprach Enki nicht zu ihm, sondern zur Wand selbst. »Schilfhütte! Schilfhütte! Wand! Wand!« flüsterte der Gott, wissend, dass sein treuer Diener auf der anderen Seite lauschte. So umging er seinen Eid und übermittelte die schreckliche Nachricht vom Ratschluss der Götter und der bevorstehenden Flut. Er wies Ziusudra an, sein Haus abzureißen und ein gewaltiges Schiff zu bauen, um sich selbst, seine Familie und den Samen allen Lebens zu retten. Die Anweisungen waren präzise, die Dringlichkeit war absolut. Ziusudra war nicht einfach nur ein rechtschaffener Mann wie der spätere Noah. Er war ein König, ein Hirte seines Volkes. Seine Rettung war auch die Rettung der zivilisatorischen Ordnung. Während die Flut tobte, 7 Tage und 7 Nächte lang, wie das Fragment berichtet, wurde Ziusudra in seinem Schiff auf den Wassern getragen. Als die Wasser zurückgingen und der Sonnengott Utu wieder am Horizont erschien, öffnete Ziusudra ein Fenster seines Schiffes und verneigte sich in Demut. Er opferte den Göttern einen Ochsen und ein Schaf als Zeichen seiner Dankbarkeit. Als Enlil, der zornige Gott, die Überlebenden entdeckte, war er zunächst wütend über Enkis Verrat. Doch schließlich ließ er sich besänftigen. Ziusudra und seine Frau wurden für ihre Frömmigkeit belohnt. Sie erhielten ewiges Leben, gleich den Göttern, und wurden nach Dilmun gebracht, dem sumerischen Paradies, einem Land jenseits des Meeres, wo die Sonne aufgeht. Ziusudra ist somit der erste in einer langen Reihe von Sintfluthelden, der Prototyp des Überlebenden, dessen Frömmigkeit die Menschheit vor der totalen Auslöschung bewahrte. Nach den fragmentarischen Hinweisen in der Eridogenesis wenden wir uns nun einem Text zu, der uns eine weitaus vollständigere Erzählung von Schöpfung und Sintflut bietet, dem Atrahasis-Epos. Geschrieben in akkadischer Keilschrift auf Tontafeln um das 18. Jahrhundert vor Christus, ist dieses Werk ein Meisterstück mesopotamischer Literatur. Es beginnt nicht mit der Schöpfung des Menschen, sondern mit einem Streik im Himmel. Die Götter sind in 2 Klassen geteilt: die hohen Anunnaki, die herrschen, und die niederen Igigi, die die mühsame Arbeit verrichten, Kanäle graben, Flüsse ausheben, das Land urbar machen. Nach Jahrtausenden der Plackerei rebellieren die Igigi. Sie verbrennen ihre Werkzeuge und belagern den Palast des obersten Gottes, Enlil. Die Anunnaki sind ratlos. Wie soll die Ordnung aufrechterhalten, die Arbeit getan werden? Es ist der weise Gott Enki, der eine geniale, wenn auch folgenschwere Lösung vorschlägt. Lasst uns ein neues Wesen erschaffen, einen sterblichen Arbeiter, der das Joch der Götter tragen soll. Die Geburtsgöttin Mami formt daraufhin aus Lehm, vermischt mit dem Fleisch und Blut eines geopferten Gottes, die ersten 7 Männer und 7 Frauen. Die Menschheit ist geboren, um den Göttern zu dienen.
und sie erfüllt ihre Aufgabe gut. Zu gut. Sie vermehren sich exponentiell. Städte entstehen, das Land wird bestellt. Doch mit der wachsenden Zahl der Menschen wächst auch ihr Lärm. Ihr Lärm, das akkadische Wort hierfür ist Rigmu, wird für den Gott Enlil unerträglich. Er kann nicht mehr schlafen. Der Lärm der Menschheit stört die göttliche Ruhe. Hier liegt der Kern des Konflikts, eine Begründung für die Katastrophe, die in ihrer Banalität fast modern anmutet. Es ist keine moralische Verfehlung, kein Sündenfall, der den Zorn der Götter heraufbeschwört, sondern schlichtweg Lärmbelästigung. Enlil beschließt, die Population zu reduzieren. Zuerst sendet er eine Seuche, dann eine Dürre, dann eine Hungersnot. Doch jedes Mal greift der Schöpfergott Enki ein und verrät dem Helden Atrahasis, dessen Name der überaus Weise bedeutet, wie die Menschheit überleben kann. Frustriert von diesen Fehlschlägen fasst Enlil einen endgültigen, schrecklichen Entschluss. Eine alles vernichtende Flut. Die Entscheidung, die Menschheit durch eine Flut auszulöschen, ist nicht nur ein Urteil über die Sterblichen, sondern auch der Höhepunkt eines tiefen Konflikts zwischen zwei der mächtigsten Götter Mesopotamiens, den Halbbrüdern Enlil und Enki. Um die Tragödie der Sintflut zu verstehen, müssen wir die Natur dieser beiden göttlichen Gegenspieler begreifen. Enlil, der Gott des Windes, des Sturms und der Erde, ist der oberste Herrscher des Pantheons. Er ist eine Gestalt der Ordnung, der Macht und des unanfechtbaren Dekrets. Für ihn repräsentiert die unkontrolliert wachsende, lärmende Menschheit eine Form des Chaos, eine Störung der kosmischen Harmonie. Seine Reaktionen sind die eines verärgerten Herrschers, der ein störendes Element aus seinem Reich entfernen will. Seine Lösungen, Seuche, Dürre, Flut, sind brutal und direkt. Ihm gegenüber steht Enki, auf Akkadisch Ea genannt. Er ist der Gott der Weisheit, der Magie, der Handwerkskunst und des Süßwassers, das aus der Tiefe der Erde quillt. Enki ist der Architekt der Welt und der Mitschöpfer der Menschheit. Er ist neugierig, erfinderisch und oft ein Trickster. Während Enlil die Menschheit als gescheitertes Experiment betrachtet, sieht Enki in ihr seine eigene Schöpfung. Ein Wesen mit Potenzial, das des Schutzes würdig ist. Dieser fundamentale Gegensatz ihrer Naturen treibt die Handlung voran. Als Enlil seinen endgültigen Plan zur Vernichtung schmiedet, zwingt er alle anderen Götter einen Eid zu schwören. Niemand darf die Menschen vor der bevorstehenden Katastrophe warnen. Die Auslöschung soll total und ohne Vorwarnung erfolgen. Enki ist durch diesen Eid gebunden, doch seine Weisheit liegt darin, die Buchstaben eines Gesetzes zu befolgen, während er dessen Geist untergräbt. Er kann nicht direkt mit seinem Schützling Atrahasis sprechen. Also ersinnt er eine List, die zu einer der ikonischsten Szenen der mesopotamischen Mythologie wird. Er geht zur Schilfhütte, in der Atrahasis schläft, und spricht nicht zu dem Mann, sondern zur Wand der Hütte selbst. Schilfhütte, Schilfhütte, Wand, Wand, flüstert er. Reiß dein Haus ab, baue ein Schiff, verschmähe den Besitz, rette das Leben. So umgeht er seinen Eid auf brillante Weise und setzt die Rettung der Menschheit in Gang, direkt unter der Nase seines zornigen Bruders. Die Geschichte der großen Flut findet ihren berühmtesten Ausdruck in einem anderen, noch monumentaleren Werk, dem Gilgamesch-Epos. Hier ist die Erzählung keine eigenständige Schöpfungsgeschichte mehr, sondern wird kunstvoll in die Reise des größten Helden Mesopotamiens eingebettet. Gilgamesch, der König von Uruk, ist zu 2/3 Gott und zu 1/3 Mensch. Als sein geliebter Freund Enkidu stirbt,
wird er zum ersten Mal mit der Endgültigkeit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Von Trauer und Todesangst getrieben, begibt er sich auf eine verzweifelte Suche nach dem Geheimnis des ewigen Lebens. Seine Reise führt ihn an die Grenzen der bekannten Welt, über die Wasser des Todes, zu dem einzigen Menschen, der jemals der Sterblichkeit entkommen ist. Utnapishtim. Der Name bedeutet, er hat das Leben gefunden. Als Gilgamesch endlich vor ihm steht, einem alten weisen Mann, der mit seiner Frau in einem paradiesischen Garten lebt, fleht er ihn an, ihm das Geheimnis seiner Unsterblichkeit zu verraten. Utnapishtim antwortet, indem er ihm seine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte ist nichts anderes als die Erzählung der großen Flut. Utnapishtim ist der Held, der die Katastrophe überlebt hat. Dieselbe Figur, die wir als Ziusudra und Atrahasis kennengelernt haben. Er berichtet Gilgamesch, wie die Götter in ihrer Versammlung in Shurupak die Zerstörung der Menschheit beschlossen. Er erzählt von der Warnung des Gottes Ea, die ihm im Traum durch eine Schilfwand zuteil wurde. Er schildert den Bau des gewaltigen Schiffes, das beladen mit seiner Familie, Handwerkern und den Samen allen Lebens. Diese Erzählung innerhalb der Erzählung verleiht der Flut eine neue Dimension. Sie ist nicht mehr nur ein Mythos über den Ursprung der Welt nach der Katastrophe, sondern eine persönliche Erinnerung, ein Trauma, das von dem einzigen Überlebenden berichtet wird. Gilgamesch lauscht gebannt der Schilderung des schrecklichen Sturms, der Dunkelheit, die selbst die Götter erschreckte, und der schließlichen Landung auf dem Berg Nisir. Für Gilgamesch ist die Geschichte ein Zeugnis göttlicher Macht und ein Beweis dafür, dass Unsterblichkeit möglich ist. Doch Utnapishtim schließt seine Erzählung mit einer ernüchternden Wahrheit. Seine Unsterblichkeit war ein einmaliges Geschenk der Götter, eine Belohnung für sein Überleben, keine Errungenschaft, die wiederholt werden kann. Die Anweisungen, die Utnapishtim vom Gott Ea erhält, sind keine vage Warnung, sondern eine detaillierte Bauanleitung für ein Rettungsschiff von beispiellosen Ausmaßen. Die Beschreibung im Gilgamesch-Epos ist bemerkenswert präzise und gibt uns einen faszinierenden Einblick in die mesopotamische Schiffbautechnik und Vorstellungskraft. Das Schiff ist keine Arche im biblischen Sinne, kein längliches Schiff mit Bug und Heck, das dazu bestimmt ist, durch die Wellen zu schneiden. Stattdessen wird es als gewaltiger Würfel oder Quader beschrieben. Seine Länge, Breite und Höhe sind identisch. Es ist im Grunde ein riesiges, schwimmendes Behältnis, ein Magurgur, dessen einziger Zweck es ist, den Inhalt sicher zu bewahren und den Wassermassen zu trotzen, nicht sie zu durchfahren. Die Grundfläche, so heißt es, betrug ein Iku, eine mesopotamische Flächeneinheit, was einer Seite von etwa 60 Metern entspricht. Das Schiff sollte 7 Decks haben, von denen jedes in 9 Abteile unterteilt war. Diese Struktur bot nicht nur Stabilität, sondern auch eine immense Kapazität zur Unterbringung von Menschen, Tieren und Vorräten. Die Baumaterialien waren die im Zweistromland reichlich vorhanden waren: Schilf und Bitumen. Das Gerüst wurde aus Holz gefertigt, doch die Wände bestanden aus riesigen, geflochtenen Schilfmatten. Um dieses Geflecht wasserdicht zu machen, wurde es von innen und außen mit Bitumen versiegelt, einem natürlichen Erdpech, das in der Region aus dem Boden sickerte und als universeller Kleb- und Dichtstoff diente. Utnapishtim berichtet, wie Tausende von Arbeitern, Zimmerleute, Schilfflechter und einfache Bürger am Bau beteiligt waren. Um ihre Neugier zu befriedigen und Panik zu vermeiden, bediente er sich einer tragischen List,
die ihm Ea eingegeben hatte? Er erzählte ihnen, er habe den Zorn des obersten Gottes Enlil auf sich gezogen und müsse die Stadt verlassen. Sobald er jedoch auf dem Wasser sei, würde Enlil die Stadt mit unendlichem Reichtum und einer Fülle von Fischen und Vögeln segnen. In bitterer Ironie halfen die Menschen so beim Bau des Instruments ihrer eigenen Vernichtung, im Glauben, es würde ihnen Glück bringen. Als das Schiff fertig war, brachte Utnapishtim sein Hab und Gut, sein Gold und Silber, seine Familie, die Handwerker der Stadt und die Tiere des Feldes an Bord. Zuletzt versiegelte er die Tür von innen und überließ das Steuer dem Schiffer Pusur-Amuri, während draußen der Himmel sich verdunkelte und die ersten Tropfen des unheilvollen Regens fielen. Wenn wir die verwitterten Tontafeln Mesopotamiens neben die alten Pergamente der hebräischen Bibel legen, entfaltet sich ein faszinierendes literarisches Gewebe. Die Geschichten von Ziusudra, Atrahasis und Noah sind keine isolierten Erzählungen. Sie sind Echos, die durch die Korridore der Zeit hallen, jeder ein Abbild der anderen, aber mit eigenen, unverwechselbaren Zügen. Ziusudra, der fromme König von Shurupak, ist unser ältester Protagonist. Seine Geschichte, fragmentarisch und doch ergreifend, legt den Grundstein. Eine göttliche Warnung. Der Bau eines riesigen Schiffes, das Überleben einer kataklysmischen Flut und die anschließende Vergöttlichung als Belohnung für seinen Gehorsam. Einige Jahrhunderte später tritt Atrahasis auf den Plan, dessen Epos uns eine tiefere psychologische Motivation der Götter liefert. Hier ist es nicht nur ein unbestimmter Groll, sondern der Lärm der Menschheit, der den obersten Gott Enlil um seinen Schlaf bringt. Die Götter versuchen die Menschheit zunächst mit Seuchen und Hungersnöten zu dezimieren, bevor sie zur ultimativen Lösung greifen, der Flut. Atrahasis, gewarnt vom weisen Gott Enki, baut ebenfalls ein Boot und rettet seine Familie sowie die Tiere des Feldes. Seine Geschichte ist detaillierter, menschlicher und zeigt einen klaren Konflikt innerhalb des Pantheons. Und dann, viel später, begegnen wir Noah. Die Genesis-Erzählung übernimmt die Kernstruktur. Ein sündhaftes Menschentum, ein auserwählter Gerechter, eine göttliche Anweisung zum Bau einer Arche, die Rettung von Familie und Tierpaaren und ein Bund nach der Flut. Doch die Theologie hat sich gewandelt. Der polytheistische Konflikt der mesopotamischen Götter weicht dem Urteil eines einzigen, monotheistischen Gottes. Der Grund für die Flut ist nicht mehr der Lärm, sondern die moralische Verderbtheit der Menschheit. Diese Transformation ist von entscheidender Bedeutung. Sie zeigt, wie ein potenter Mythos über Kulturen und Jahrtausende hinweg weitergegeben und an neue theologische und ethische Rahmenbedingungen angepasst wurde. Ziusudra, Atrahasis und Noah sind drei Gesichter derselben archetypischen Figur, die die tief verwurzelte Angst der Menschheit vor der Vernichtung und ihre unerschütterliche Hoffnung auf Erneuerung und einen Neuanfang verkörpert. Sie sind miteinander verbunden durch ein unsichtbares Netz gemeinsamer Erinnerungen. Um die tiefen Wurzeln des Flutmythos zu verstehen, müssen wir unseren Blick von den Texten abwenden und ihn auf die Landschaft richten, die diese Zivilisationen hervorbrachte. Mesopotamien, das Land zwischen den Flüssen, ist ein Geschenk des Tigris und des Euphrat. Diese beiden mächtigen Ströme, die in den Bergen Anatoliens entspringen und sich ihren Weg durch die trockenen Ebenen des heutigen Irak bahnen, sind die Lebensadern der Region. Ohne sie gäbe es keine Landwirtschaft, keine Städte, keine Zivilisation. Ihr jährliches Hochwasser, gespeist von der Schneeschmelze in den Bergen,
brachte fruchtbaren Schlamm mit sich, der die Felder düngte und reiche Ernten ermöglichte. Die Sumerer, Akkadier und Babylonier lernten, dieses Geschenk zu nutzen. Sie bauten komplexe Bewässerungssysteme, Kanäle und Deiche, um das Wasser zu kontrollieren und es dorthin zu leiten, wo es am meisten gebraucht wurde. Ihre gesamte Existenz, ihr Kalender, ihre Rituale und ihre Wirtschaft waren auf den Rhythmus der Flüsse ausgerichtet. Doch die Flüsse, die Leben gaben, konnten es auch mit unerbittlicher Gewalt nehmen. Anders als der Nil in Ägypten, dessen Überschwemmungen relativ sanft und vorhersehbar waren, konnten die Fluten des Tigris und Euphrat unberechenbar und katastrophal sein. Ein ungewöhnlich schneereicher Winter in den Bergen oder plötzliche, heftige Regenfälle konnten die Flüsse in reißende Ströme verwandeln, die alles auf ihrem Weg zerstörten. Deiche brachen, Kanäle wurden überschwemmt und das flache Land zwischen den Flüssen verwandelte sich in einen riesigen, schlammigen See. Ganze Dörfer konnten ausgelöscht, Ernten vernichtet und Vieh ertränkt werden. Für die Menschen, die in Lehmziegelhäusern lebten, bedeutete eine solche Flut den totalen Verlust. Ihre Häuser lösten sich im Wasser auf, ihre Lebensgrundlage wurde weggespült. Es ist diese duale Natur der Flüsse, als Spender des Lebens und als Bringer des Todes, die den psychologischen Nährboden für den Sintflut-Mythos bildete. Jede verheerende Überschwemmung war eine schreckliche Erinnerung an die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und die überwältigende Macht der Natur, die sie als Zorn der Götter interpretierten. In den 1920er Jahren, einer goldenen Ära der Archäologie, richtete die Welt ihre Augen auf Mesopotamien. Ein britischer Archäologe, Sir Leonard Woolley, leitete eine gemeinsame Expedition des British Museum und der University of Pennsylvania zu den Ruinen der alten sumerischen Hauptstadt Ur. Seine Entdeckungen in den Königsgräbern von Ur mit ihren unvorstellbaren Schätzen aus Gold, Lapislazuli und den Überresten menschlicher Opfer versetzten die Welt in Erstaunen. Doch eine noch aufsehenerregendere Entdeckung sollte folgen. Im Jahr 1929, nachdem er die Schichten der königlichen Friedhöfe durchdrungen hatte, wies Woolley seine Arbeiter an, noch tiefer zu graben, um den Boden des Hügels zu erreichen und festzustellen, wann die erste Siedlung gegründet worden war. Die Arbeiter gruben sich durch Schichten zerbrochener Töpferwaren und die Überreste von Lehmziegelbauten. Und dann, plötzlich, hörte alles auf. Sie stießen auf eine dicke, vollkommen saubere Schicht aus Schlamm und Lehm, frei von jeglichen Artefakten. Die Arbeiter meinten, sie hätten den ursprünglichen Boden, das Ende der Siedlung, erreicht. Doch Woolley, getrieben von einer Ahnung, bestand darauf, weiterzugraben. Meter um Meter bohrten sie sich durch die sterile Lehmschicht. Nach fast 3,5 Metern stießen sie erneut auf eine Schicht mit den Überresten einer früheren Kultur. Werkzeuge aus Feuerstein und Töpferwaren aus einer älteren Epoche. Woolley erkannte sofort die immense Bedeutung. Diese massive, reine Lehmschicht konnte nur durch eine gewaltige Wasserablagerung entstanden sein. Eine Flut von unvorstellbarem Ausmaß hatte die frühe Siedlung von Ur begraben und erst als das Wasser zurückging, wurde der Ort neu besiedelt. Aufgeregt sandte er ein Telegramm nach London, das in die Geschichte eingehen sollte: "We have found the flood." Für Woolley und viele andere war dies der physische Beweis für die sumerische Sintflut, die historische Grundlage für die Geschichten von Ziusudra und Noah. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und schien die biblische Erzählung auf spektakuläre Weise zu bestätigen.
Die dicke Lehmschicht unter der Stadt Ur wurde zum greifbaren Zeugen einer urzeitlichen Katastrophe. Die Entdeckung von Sir Leonard Woollys Flutschicht in Ur war ein Wendepunkt. Sie verlagerte die Diskussion über die Sintflut vom rein mythischen ins potenziell historische. Doch die anfängliche Euphorie wich bald einer nüchterneren wissenschaftlichen Analyse. Wenn es eine einzige universelle Flut gab, die ganz Mesopotamien bedeckte, wie es die Mythen andeuten, dann müssten Archäologen an anderen antiken Städten ähnliche, zeitgleiche Ablagerungsschichten finden. Die Suche begann. Weitere Ausgrabungen in ganz Mesopotamien brachten ein komplizierteres Bild zutage. In Kish, einer anderen wichtigen sumerischen Stadt, wurde tatsächlich eine ähnliche Flutschicht gefunden. Das Problem war jedoch, dass sie aus einer völlig anderen Zeit stammte als die in Ur. Auch in Shuruppak, der Heimatstadt unseres Helden Ziusudra, fand man eine Flutschicht. Aber auch diese datierte auf eine andere Periode. Andere wichtige Stätten wie Uruk oder Lagash zeigten überhaupt keine Anzeichen einer solchen katastrophalen Überschwemmung. Das Bild, das sich daraus ergab, war nicht das einer einzigen, alles vernichtenden Sintflut, sondern das einer Serie von mehreren, schweren, aber letztlich lokalen Überschwemmungen, die verschiedene Städte zu unterschiedlichen Zeiten heimsuchten. Geologisch gesehen ist dies absolut plausibel. Die flache Ebene Südmesopotamiens war anfällig für solche Ereignisse. Ein Zusammenfluss von starken Regenfällen, schneller Schneeschmelze und vielleicht sogar einem durch Stürme verursachten Anstieg des Persischen Golfs konnte leicht zu regionalen Katastrophen führen, die aus der Perspektive der Bewohner einer einzelnen Stadt wie das Ende der Welt aussahen. Diese Erkenntnis schmälert die Bedeutung des Mythos keineswegs. Im Gegenteil, sie macht ihn verständlicher. Die Sintfluterzählung ist wahrscheinlich kein Bericht über ein singuläres Ereignis, sondern eine kumulative, kulturelle Erinnerung. Sie ist die Verdichtung zahlloser traumatischer Erfahrungen mit der zerstörerischen Kraft des Wassers zu einer einzigen, archetypischen Geschichte. Der Mythos bewahrte die Erinnerung an die schrecklichste Katastrophe, die sich die sumerische Vorstellungskraft ausmalen konnte, und gab ihr einen Sinn, eine göttliche Ursache und eine Lehre. Die Flutschichten von Ur und Kish sind also keine Beweise für Noahs Flut, sondern Echos der realen Naturkatastrophen, die den mächtigsten Mythos der alten Welt inspirierten. Warum kehrt die Flut immer wieder? Nicht nur im Schlamm der Flüsse Mesopotamiens, sondern in den Mythen und Legenden unzähliger Kulturen rund um den Globus. Von den Ufern des Euphrat bis zu den Anden, von den Aborigines in Australien bis zu den Völkern Skandinaviens, die Erzählung von einer alles vernichtenden Wasserflut ist ein beinahe universelles Motiv. Diese erstaunliche Verbreitung legt eine tiefere Frage nahe. Erzählen diese Geschichten von einem einzigen, globalen Ereignis? Oder spiegeln sie etwas wider, das in der menschlichen Psyche selbst verankert ist? Es ist verlockend, nach einem gemeinsamen historischen Ursprung zu suchen, doch die psychologische Dimension ist vielleicht noch fesselnder. Die Sintflut ist das ultimative Symbol für einen Neuanfang. Sie ist die Katharsis, die Reinigung einer Welt, die als korrupt, laut oder den Göttern zuwiderlaufend empfunden wird. In diesem Narrativ liegt eine tiefgreifende Ambivalenz. Die Furcht vor der totalen Auslöschung und gleichzeitig die Hoffnung auf eine bessere, reinere Welt, die aus den Trümmern der Alten ersteht. Es ist die ultimative Reset-Taste der Mythologie. Für eine Gesellschaft, die wie die Sumerer
von der unberechenbaren Gewalt zweier großer Flüsse abhängig war, personifizierte das Wasser sowohl Leben als auch Tod. Die jährliche Überschwemmung brachte fruchtbaren Schlamm, konnte aber auch unkontrolliert alles zerstören. Die Sintfluterzählung ist somit auch eine Verarbeitung kollektiver Traumata. Sie gibt einer unvorstellbaren Katastrophe einen Sinn, einen göttlichen Plan. Es waren nicht blinder Zufall oder chaotische Naturkräfte, sondern der Wille der Götter. Und entscheidend ist, ein kleiner Rest überlebt. Die Menschheit, das Wissen, die Kultur werden durch einen auserwählten Helden gerettet. Diese Figur, sei sie Ziusudra, Utnapishtim oder Noah, verkörpert die Widerstandsfähigkeit und den Wert der eigenen Zivilisation. Die Geschichte ist also nicht nur eine Warnung, sondern auch eine Bestätigung. Selbst im Angesicht der totalen Vernichtung gibt es etwas, das es wert ist, bewahrt zu werden. Die Sintflut ist ein Spiegel, in dem eine Kultur ihre tiefsten Ängste vor dem Chaos und ihre größte Hoffnung auf Ordnung und Kontinuität betrachtet. Ein Mythos ist nur so beständig wie das Medium, das ihn trägt. Für die Sumerer war dieses Medium Lehm. Die Geschichten von Göttern und Fluten überlebten nicht, weil sie von Generation zu Generation am Lagerfeuer weitererzählt wurden, sondern weil sie sorgfältig in Keilschrift auf Tontafeln geschrieben wurden. Und die Hüter dieses unschätzbaren Wissens waren die Schreiber und Priester. In der sumerischen Gesellschaft war der Schreiber, der Dubsar, eine hoch angesehene Persönlichkeit. Lesen und Schreiben war keine alltägliche Fähigkeit, sondern ein Privileg und eine immense Macht. Die Ausbildung im Eduba, dem Tafelhaus, war hart und langwierig. Schüler lernten über Jahre hinweg Hunderte von Keilschriftzeichen mit einem Schilfgriffel in feuchten Lehm zu drücken. Sie kopierten Listen von Wörtern, Verwaltungsdokumente, Gesetze und, für die Fortgeschrittensten unter ihnen, die heiligen Mythen und Epen. Diese Schreiber waren die Bürokraten, die das komplexe Reich am Laufen hielten, aber sie waren auch die Intellektuellen und Theologen. Die Priesterkaste, die oft mit den Schreibern identisch war, hatte die Aufgabe, den Willen der Götter zu deuten und die Rituale durchzuführen, die das kosmische Gleichgewicht sicherten. Für sie waren Texte wie die Sintfluterzählung keine bloße Unterhaltung. Sie waren heilige Dokumente, die die Beziehung zwischen Mensch und Gott definierten. Das Kopieren dieser Texte war ein Akt der Frömmigkeit. Jede neue Tafel war eine Versicherung gegen das Vergessen, ein Versuch, die Weisheit der Vorfahren für die Ewigkeit zu bewahren. Wenn wir heute eine Tontafel aus den Ruinen von Nippur oder Ur in Händen halten, berühren wir das Ergebnis dieser ehrfürchtigen Arbeit. Der Schreiber, der sie vor 4000 Jahren anfertigte, konnte nicht ahnen, dass seine Arbeit Kriege, den Untergang von Imperien und das Verwehen von Sprachen überdauern würde. Er wollte das Wissen seiner Kultur vor dem Vergessen bewahren und ironischerweise hat er es so vor einer Art von Flut gerettet, der unaufhaltsamen Flut der Zeit selbst. Der Nachthimmel über Mesopotamien, frei von der Lichtverschmutzung unserer modernen Welt, muss ein atemberaubender Anblick gewesen sein. Für die Sumerer und ihre Nachfolger war er mehr als nur eine Ansammlung von Sternen. Er war eine göttliche Tafel, auf die die Götter ihre Pläne und Warnungen schrieben. Die mesopotamische Astronomie war untrennbar mit der Astrologie und der Omendeutung verbunden. Jede Bewegung am Firmament hatte eine Bedeutung für das Leben auf der Erde. Priesterastronomen verbrachten unzählige Nächte auf den Stufen der Zikkurate, den Tempeltürmen, um die Zyklen von Mond, Sonne und den sichtbaren Planeten zu beobachten und aufzuzeichnen.
Sie erstellten erstaunlich präzise Tabellen, um die Bewegung der Himmelskörper vorherzusagen. Doch ihr Ziel war nicht wissenschaftliche Erkenntnis im modernen Sinne. Es ging darum, Omen zu erkennen. Eine Mondfinsternis konnte den Tod eines Königs ankündigen, die Farbe des Mars auf eine bevorstehende Dürre oder einen Krieg hindeuten. Ein Komet war fast immer ein Zeichen für Unheil und Umbruch. Konnten sie also eine Katastrophe wie die große Flut in den Sternen lesen? Wahrscheinlich nicht im Sinne einer direkten, spezifischen Vorhersage. Es ist unwahrscheinlich, dass sie eine Konstellation sahen und daraus schlossen: nächstes Jahr wird eine Flut alles zerstören. Die Verbindung war subtiler und tief in ihrer Weltsicht verwurzelt. Eine Serie von unheilvollen Omen am Himmel, vielleicht eine unerwartete Finsternis, das Erscheinen eines Kometen, eine seltene Planetenkonjunktion, hätte die Priester in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Sie hätten dies als Zeichen interpretiert, dass die Götter zornig waren und das kosmische Gleichgewicht gestört war. Wenn dann eine außergewöhnlich heftige Überschwemmung auftrat, wäre die Verbindung für sie offensichtlich gewesen. Der Himmel hatte gewarnt, aber die Menschheit hatte nicht gehört. Die Sterne lieferten den Kontext, den göttlichen Rahmen für die irdische Katastrophe. Die Flut war somit kein Zufall, sondern die unausweichliche Konsequenz einer am Himmel angekündigten göttlichen Unzufriedenheit. Der Kosmos der Sumerer war ein eng verwobenes System, in dem das, was oben geschah, direkt dem entsprach, was unten geschah. In der modernen Popkultur ist die sumerische Zivilisation oft untrennbar mit einem Namen verbunden: Anunnaki. Und dieser Name ist wiederum eng mit den Theorien von Autoren wie Zecharia Sitchin verknüpft. Der postulierte, diese Anunnaki seien außerirdische Wesen vom Planeten Nibiru, die zur Erde kamen, um Gold abzubauen und die Menschheit als Arbeitssklaven erschufen. Diese Ideen sind faszinierend, sie beflügeln die Fantasie und haben eine riesige Anhängerschaft gefunden. Doch es ist unsere Pflicht als Historiker, hier eine klare Trennlinie zu ziehen zwischen fesselnder Fiktion und archäologischer Realität. Um es unmissverständlich zu sagen, die Theorien von Sitchin finden in der akademischen Welt der Assyriologie und Sumerologie keinerlei Unterstützung. Kein einziger anerkannter Keilschriftexperte bestätigt seine Übersetzungen oder Interpretationen. Der Begriff Anunnaki taucht in den Texten tatsächlich häufig auf. Er bezeichnet jedoch keine außerirdischen Astronauten, sondern eine Gruppe von Göttern im sumerischen Pantheon, oft die höchsten und ältesten Götter, die im himmlischen Rat Urteile fällen. Ihre Beschreibung ist die von Göttern, nicht die von Technokraten in Raumschiffen. Das Problem mit der Ancient Alien-Hypothese ist nicht nur, dass sie auf fehlerhaften Übersetzungen beruht. Sie beraubt die Sumerer ihres eigenen Genies. Sie unterstellt, dass die bemerkenswerten Errungenschaften dieser Kultur, die Erfindung der Schrift, des Rades, der Astronomie, komplexer Gesetze und monumentaler Architektur, nicht das Ergebnis menschlicher Intelligenz, Kreativität und harter Arbeit waren, sondern ein Geschenk von Außerirdischen. Das ist eine zutiefst respektlose Haltung gegenüber unseren Vorfahren. Es nimmt ihnen ihre Menschlichkeit. Die wahre Geschichte der Sumerer ist weitaus beeindruckender als jede Science-Fiction-Erzählung. Es ist die Geschichte von Menschen, die in einer rauen Umgebung eine der ersten großen Zivilisationen der Welt erschufen, die sich mit den fundamentalen Fragen der Existenz, des Lebens und des Todes auseinandersetzten
und deren intellektuelles Erbe die Welt bis heute prägt. Die Anunnaki als Götter zu verstehen, nicht als Aliens, gibt uns einen viel tieferen Einblick in die Psyche und Spiritualität der Sumerer selbst. Geschichten sind Reisende. Sie haften an Karawanen, flüstern in den Laderäumen von Handelsschiffen und überqueren Wüsten im Gedächtnis von Gelehrten und Diplomaten. Die Erzählung von der großen Flut, die in den Sümpfen Sumers geboren wurde, trat eine solche lange Reise an. Ihr Weg führte sie westwärts, entlang der Lebensadern des alten Orients, bis sie die Hügel und Täler Kanaans erreichte. Das Land, das später zur Wiege der hebräischen Bibel werden sollte. Wie aber vollzog sich diese Übertragung über Hunderte von Kilometern und durch die Filter verschiedener Kulturen und Sprachen? Die Antwort liegt im kulturellen Prestige Mesopotamiens. Für die Völker des alten Orients war das Zweistromland ein Zentrum der Zivilisation, der Weisheit und der literarischen Kunst. Die Keilschrift, in der die Epen von Atrahasis und Gilgamesch verfasst waren, wurde über ein Jahrtausend lang zur internationalen Diplomatensprache, ähnlich wie Latein im mittelalterlichen Europa. Gebildete Schreiber in Syrien, in Anatolien und sogar im fernen Ägypten lernten Akkadisch, die Sprache der Babylonier und Assyrer, um an diesem intellektuellen Erbe teilzuhaben. Archäologische Funde belegen dies eindrucksvoll. In Orten wie Ugarit an der syrischen Küste oder Hattusa, der Hauptstadt der Hethiter, wurden Keilschriftarchive entdeckt, die nicht nur diplomatische Korrespondenz, sondern auch Kopien mesopotamischer, literarischer Werke enthielten. Darunter befanden sich auch Fragmente des Gilgamesch-Epos. Diese Texte dienten als Lehrmaterial in den Schreiberschulen. Ein junger kanaanäischer Schreiber, der seine Ausbildung absolvierte, hätte mit ziemlicher Sicherheit die Geschichte von Utnapishtim und seiner Arche studiert. Es war Teil des literarischen Kanons seiner Zeit. Doch die Geschichte wurde nicht einfach nur kopiert. Beim Übergang in eine neue Kultur wurde sie unweigerlich neu interpretiert. Lokale Gottheiten, andere theologische Vorstellungen und gesellschaftliche Werte formten die Erzählung um. Aus der polytheistischen Götterversammlung, die die Flut aus einer Laune heraus beschließt, konnte so im Laufe der Zeit die Vorstellung eines einzigen, moralisch handelnden Gottes entstehen, der die Welt wegen ihrer Verderbtheit bestraft. Die Reise der Flutgeschichte ist somit ein faszinierendes Beispiel für kulturelle Diffusion, ein langsames Sickern von Ideen und Motiven von einem mächtigen kulturellen Zentrum in die Peripherie, wo sie neue Wurzeln schlugen und zu etwas Eigenem, Neuem erblühten. Um die tiefere Bedeutung der Sintflut zu verstehen, müssen wir uns von der Vorstellung eines rein historischen Ereignisses lösen und in die symbolische Welt des alten Mesopotamiens eintauchen. Im Zentrum dieser Welt stand das Wasser, eine Macht von fundamentaler Dualität. Die Flüsse Tigris und Euphrat waren die Spender allen Lebens. Ihr jährliches Hochwasser brachte fruchtbaren Schlamm, der die Felder düngte und die Zivilisation selbst ermöglichte. Das Wasser war Segen, Fülle und göttliche Gunst. Doch dieselben Flüsse konnten sich in unberechenbare, reißende Ungeheuer verwandeln. Eine unerwartete Flut konnte in wenigen Stunden ganze Städte auslöschen, Ernten vernichten und die mühsam errichtete Ordnung im Chaos ertränken. Das Wasser war somit auch Zerstörung, göttlicher Zorn und die Urangst vor dem Nichts. Diese doppelte Natur des Wassers spiegelt sich in der mesopotamischen Kosmologie wider. In vielen
aus einem uranfänglichen, wässrigen Chaos. Die Götter müssen dieses Chaos besiegen, um Land, Himmel und Menschheit zu erschaffen. Die Sintflut ist in diesem Denken eine temporäre Rückkehr zu diesem Urzustand. Die Deiche der Zivilisation brechen und die unkontrollierten Wasser der Schöpfung erobern die Welt zurück. Es ist mehr als nur eine Bestrafung. Es ist eine Auflösung der kosmischen Ordnung. Doch aus dieser totalen Zerstörung erwächst ein neues Prinzip, das der Reinigung. Das Wasser wäscht nicht nur den Lehm von den Straßen, es wäscht die Welt rein von ihrer Sündhaftigkeit, ihrem Lärm, wie es im Atrahasis-Epos heißt. Die Menschheit war für die Götter zu laut, zu anstrengend geworden. Die Flut ist eine radikale, furchtbare Lösung, um wieder Stille und Ordnung herzustellen. Und aus dieser Stille, aus dem gereinigten Schlamm, keimt neues Leben. Der Überlebende der Flut, sei er Zius-Udra oder Utnapishtim, ist der Same einer neuen Menschheit. Sein Opfer nach der Landung ist der erste Akt des Wiederaufbaus, eine Erneuerung des Bundes zwischen Göttern und Menschen. Die Flut ist also ein vollständiger kosmischer Zyklus. Die Zerstörung der alten, fehlerhaften Welt, die rituelle Reinigung durch das Wasser und die Wiedergeburt einer neuen, geläuterten Ordnung. Dieses mächtige Motiv von Tod und Wiedergeburt, getragen von der ambivalenten Symbolik des Wassers, verlieh der Erzählung ihre zeitlose, universelle Kraft. Unsere gesamte Kenntnis dieser uralten Geschichten hängt an der physischen Existenz ihrer Träger. Zerbrechliche Tafeln aus gebranntem Ton. Ihr Überleben über Jahrtausende ist ein kleines Wunder, eine Geschichte von Zerstörung und Wiederentdeckung. Der Höhepunkt dieser Geschichte ist die königliche Bibliothek von Assurbanipal in Ninive, der letzten großen Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Assurbanipal, der im 7. Jahrhundert vor Christus herrschte, war nicht nur ein unbarmherziger Eroberer, sondern auch ein besessener Sammler von Wissen. Er sandte seine Schreiber in alle Winkel seines riesigen Reiches mit dem Auftrag, jede Tontafel zu kopieren, die sie finden konnten, von religiösen Hymnen über Omentexte bis hin zu literarischen Meisterwerken wie dem Gilgamesch-Epos. So schuf er die erste systematisch geordnete Universalbibliothek der Welt, ein Archiv des mesopotamischen Geistes. Doch Imperien sind vergänglich. Im Jahr 612 vor Christus fiel Ninive nach einer Belagerung durch eine Koalition von Babyloniern und Medern. Die prächtigen Paläste wurden geplündert und in Brand gesteckt. Das Feuer, das die Stadt zerstörte, wurde paradoxerweise zur Rettung der Bibliothek. Die Tausenden von ungebrannten Lehmtafeln in den Regalen wurden durch die immense Hitze zu harter Keramik gebrannt, was sie für die Nachwelt konservierte. Begraben unter den Trümmern des Palastes schlummerten die Tafeln für 2,5 Jahrtausende. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts stießen britische und französische Archäologen, allen voran Austen Henry Layard, auf die Ruinen von Ninive. Sie legten die Reliefs der Paläste frei und stießen auf Räume, die bis zur Decke mit Keilschrifttafeln gefüllt waren. Zehntausende von Fragmenten wurden nach London und Paris verschifft. Dort, im staubigen Keller des British Museum, machte der junge, selbstgelehrte Assyriologe George Smith im Jahr 1872 die Entdeckung seines Lebens. Beim Zusammensetzen von Fragmenten des Gilgamesch-Epos stieß er auf die detaillierte Schilderung der Sintflut, die Utnapishtim dem Helden erzählt. Als er die verblüffenden Parallelen zur biblischen Genesis erkannte, soll er aufgesprungen und vor Aufregung im Raum umhergelaufen sein. Seine öffentliche Bekanntgabe löste eine Sensation und eine theologische Krise
im viktorianischen England aus. Die Tafeln von Ninive hatten eine Brücke geschlagen, direkt aus der assyrischen Asche in das Herz der modernen Welt, und sie zwangen uns, die Ursprünge unserer heiligsten Geschichten neu zu überdenken. Wir haben die Reise der Sintfluterzählung verfolgt, von ihren sumerischen Wurzeln über ihre babylonische Blüte bis zu ihrem Widerhall in der Bibel. Wir haben ihre Symbolik ergründet und das wundersame Überleben der Tontafeln bestaunt. Was aber bleibt am Ende? Was ist das unsterbliche Erbe dieser Geschichte, das sie über 4000 Jahre hinweg relevant gehalten hat? Im Kern ist die mesopotamische Flutgeschichte der literarische Ausdruck einer Urangst. Einer Angst, die in der Geografie des Landes selbst eingeschrieben ist. Stellen Sie sich das flache, weite Land zwischen Euphrat und Tigris vor, schutzlos den Launen der Natur ausgeliefert. Für die ersten Stadtbewohner der Welt war der Kosmos ein fragiles Gebilde. Die Ordnung, die sie mit Mauern, Kanälen und Gesetzen schufen, war ständig bedroht von den Mächten des Chaos. Und die furchtbarste Manifestation dieses Chaos war die Flut. Die Geschichte von Zius Udra, der in seinem Boot auf einem endlosen Ozean treibt, während um ihn herum die gesamte Menschheit zugrunde geht, ist ein Denkmal für diese kollektive Traumaerfahrung. Es ist die ultimative Erzählung über die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz. Doch die Geschichte ist nicht nur ein Ausdruck der Angst, sondern auch ein Versuch, sie zu bewältigen. Sie gibt der sinnlosen Katastrophe einen Sinn, indem sie in einen göttlichen Plan einbettet. Es ist kein Zufall, sondern eine Strafe oder ein Ratschluss. Und entscheidend ist, es gibt einen Überlebenden. Die Menschheit wird nicht vollständig ausgelöscht. Die Zivilisation kann neu beginnen. Diese Botschaft der Hoffnung inmitten der totalen Zerstörung ist vielleicht der wichtigste Grund für die Langlebigkeit des Mythos. Als die Geschichte Mesopotamien verließ und um die Welt reiste, verlor sie ihre spezifische Verbindung zu Tigris und Euphrat. Sie wurde zu einer universellen Metapher. Sie konnte nun für jede Art von Katastrophe stehen, die eine Gesellschaft an den Rand des Abgrunds bringt, sei es eine Seuche, ein Krieg oder ein ökologischer Kollaps. Das Echo der sumerischen Sintflut hallt bis heute in unserem kulturellen Gedächtnis wider. Es erinnert uns daran, dass unsere Zivilisation nicht selbstverständlich ist und dass die Kräfte der Zerstörung immer lauern. Aber es erzählt uns auch von der unglaublichen Widerstandsfähigkeit des Lebens und dem unzerstörbaren menschlichen Willen, nach jeder Katastrophe wieder aufzustehen und neu zu bauen.